verstellt. Und so, das war hier die Zeit am Nordkap. Ne, gestern hat man schönes Wetter gehabt, aber heute ist es schon schwierig. Und wir haben uns jetzt dazu entschlossen, doch den Platz zu wechseln, weil hier echt zu viel Wind ist. Was befürchtest du? hast du vorne 2 Schuhe von mir oder nur einen? 2. Ah, okay, dann befürchte ich doch nichts. Okay, gut. Dann hauen wir mal ab. Ich hoffe, das Autofahren geht, ne? Ja, hier fahren doch die anderen auch alle. Ja, na gut. Wir müssen irgendeinen Platz finden. Irgendwie geht es auf jeden Fall nicht. Ja, wir Heute schauen Abend mal. wieder, aber jetzt müssen wir hier mal weg. Ja. Ja, du kannst draußen gar nicht laufen, ne? Das ist Man hat es ja gesehen. also komplett krank. Oh, oh Gott, ey. Na gut, fahren So, wir haben uns hier in unserer Senke so ein bisschen verkrochen. Hinter uns ist ein Berg, der schützt uns vor dem Allergröbsten. Aber da vorne, da steht jetzt ein Polizeiauto. Und da ist ein Schlagbaum, der ist gerade zugegangen. Den haben sie gerade zugemacht. Also es kann jetzt niemand mehr zum Nordkap fahren. Wir stehen jetzt blöderweise gerade genau am Ausgang. Es fuhr gerade noch so ein Pickup-Fahrzeug Richtung Nordkap. Das ist jetzt ungefähr so 10 Kilometer in die Richtung. Wahrscheinlich ist da so starker Sturm, dass es einfach auch gefährlich ist. Wir sind hier auch abgehauen. Hier ist vorhin noch so ein Wohnmobil lang gefahren. Das hatte so eine wie heißt das, so diese Sattanlage, wenn die aussatten, diese Satellitenschüssel da, die war irgendwie abgeklappt. Die haben das dann notdürftig geklebt. Ja, und wir packen jetzt mal vorsichtshalber unseren ganzen Kram zusammen. Dann vermutlich werden wir auch weggeschickt aus Sicherheitsgründen. Dann würden wir einfach zurück in die nächste Stadt fahren, da versuchen irgendwo ein kleines bisschen Schutz zu finden. Es soll in der Nacht auch nachlassen, aber jetzt den ganzen Tag und Abend noch sehr stürmisch sein. Ich nehme an, der Pickup räumt jetzt das Nordkap und die da noch sind, viele sind gar nicht hochgefahren jetzt, seit wir hier stehen. Die da noch sind, die werden wahrscheinlich jetzt gebeten, hier abzuhauen. Und dann ist hier zu. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Gott, wie süß das ist. Ja. Oh. Und Papa hat es nicht gesehen. Guten Morgen hier vom Nordkap. Wir machen heute eine kleine Wanderung und zwar soll es heute gehen nördlicher an das Nordkap. Es geht sozusagen an der Seite vorbei und es sollen ungefähr 18 Kilometer sein und wir schauen mal, wie es wird. So, das erste Hindernis schon bewältigt. Mal sehen, wie es weitergeht. Das Wetter zum Wandern ist ideal, es ist kühl und es geht noch ein so mittelstarker Wind. Wir haben ja gestern extra gewartet, weil es gestürmt hat. So, wir laufen jetzt einen kleinen Abstieg runter und hier hat man schon ein bisschen Aussicht, was sehr schön ist, und man geht dann hier am Rande des Berges dann diese Landzunge bis nach vorn
Und dann sollte man theoretisch und auch praktisch nördlicher sein als das Nordkap. Mal Das gucken. sollen jetzt schon so 6-7 Kilometer gewesen sein. Das kommt mir gar nicht so vor. Es ging echt schnell. Ja, Finde ging, ich. ging, Kurzweilige Wanderung ging gewesen. eigentlich gut, ne? Ja, echt. Auch nicht zu schwierig. Nee, bis jetzt gar nicht. Das kleine Stückchen ist wahrscheinlich sowohl jetzt runter als auch später wieder hoch das ekligste. Ja, na los geht's. So, jetzt wird hier alles sehr felsig, also es ist bedeutend schwieriger geworden jetzt. Aber bei dem Wetter ist jetzt nicht zu nass, es geht noch. Aber man muss schon aufpassen. Kleine Trinkpause. Wir haben ungefähr 1/3 von der Halbinsel geschafft. Da geht es weiter hinten, da geht es weiter hinter. Und da ist die sensationelle Aussicht zum Nordkap. So, das ist das Ding, ne? Oder? Würde man sagen, ja. Also ich denke mal, wir haben es jetzt geschafft. Wir sind hier an diesem, an dieser Markierung angekommen. Wir sind jetzt nördlicher als Nordkap. Das ist ein richtig schönes Gefühl. Es war eine nicht zu schwere Wanderung. Naja, wir haben ja erst die Hälfte geschafft. Also Rückweg. Also, ich habe 9. schon ein bisschen schwere Beine. Mal gucken, der Rückweg wird sicherlich. Ungefähr 8-9 Kilometer. Mhm. Und ja, wieder mal eine ganz besondere Aussicht hier. Ne? Da hinter Chrissy ist der Nordkap-Felsen. Aber wenn du nicht bis hierher gelaufen bist, dann warst du nicht am Nordkap. Wir sind halt nördlicher als das Nordkap jetzt. Das muss man auch mal, Es ist unfassbar. das muss man ist auch so mal krass. festhalten. Also richtig. Und richtig was cool. auch richtig krass ist, wenn man sich überlegt, was hier gestern für ein Wetter war. Wir standen Ja. oben auf dieser Platte. Ihr habt ja die Bilder gesehen. Ja, Und konnten uns kaum auf den Beinen halten vor lauter Sturm. Und heute ist hier auf einmal, heute ist gar kein Problem. ja, Ne? friedlich ist zu viel gesagt, es ist schon ein bisschen Welle und so, aber es ist nur wenig Wind und blauer Himmel, Ja. Sonne-Wolken-Mix, also man kann sich echt nicht beschweren. Muss ich sagen. Es ist hochfrequentiert hier, also wir haben sehr, sehr viele andere Wanderer gesehen, was ja auch kein Wunder ist. Aber im Großen und Ganzen echt eine schöne, fluffige Wanderung. Es fleckt. Ne? Man hat Sehr halt, schön. es ist richtig kurzweilig gewesen, muss ich sagen. Es war schon schön. Mhm. Echt cool. Auch ein paar Selfies mit drin. Da, 4.8.23. Gabriela und Fabian. Ist schon nice. Und leichter Fischgeruch kommt raus. Er weiß, was hier schon so drin war. So, da gibt es noch einen kleinen Leuchtturm. Das sieht richtig geil aus.
Wir haben heute wirklich Großes vorgehabt. Wir wollten den Gaskocher mitnehmen, den haben wir auch mitgenommen. Aber wir haben die Gaskartusche vergessen. Leider. So, das war die Schlammgrube und das ist mein Fuß. Geht mich halt auch schwarze Ich bin voll rein. Auf dem Rückweg gibt es einen See und da werden wir, glaube ich, die Schuhe ein bisschen sauber kriegen. Ja, sowas passiert halt bei einem echten Abenteuer. Die Mädels haben leider sind den Schlammweg umgangen, deswegen sind die jetzt noch sauber. Aber ja, man weiß ja nicht, was noch so passiert. Ja, komm. Wir bewältigen gerade den letzten Anstieg auf dem Rückweg. Der zerrt noch mal ein bisschen. Naja, aber eigentlich wir sind ja auf dem Rückweg. Oh, der zerrt noch mal ein bisschen. Aber ja gut, die sind aber waagerecht. Aber das schaffen wir jetzt auch noch und dann geht es nur noch waagerecht zurück und dann sollte es ein bisschen einfacher werden. Susanne, wie geht's dir nach dem Anstieg? Sehr gut. War nicht anstrengend oder so? Doch, es war schon anstrengend. Kannst du ruhig zugeben. Ja, es war schon anstrengend, Ja, also. aber nicht so, dass man jetzt völlig Naja. am Ende ist. Nee. Naja, komm. Nee. Eigentlich sind das, ich weiß nicht, das Das ist sind, ja nur ein kleines Stück. das sind nicht mal 100 Höhenmeter. Oder? Das Ich ist weiß gar nicht. höchstens 100 Höhenmeter. Ich glaube, die Berge hier haben 200 Ah, okay. Höhenmeter. Also wir sind auf der Hälfte. Lass 100 Höhenmeter gewesen sein. Ja, es war steil, aber ja, nicht schlimm. Also für mich war es anstrengend. Ich habe auch kein Problem damit, das zu sagen. Und, aber trotzdem geschafft. So, was haben wir da erspäht? Der Parkplatz. Jetzt bin ich auch schlapp. Ich Bin auch. aber froh, dass wir wieder da sind. Das geht schon ganz schön an die Substanz. Auf jeden Ja. Fall, also ich spüre meine Waden richtig toll. Ist gut, dass jetzt, also es reicht jetzt wirklich. Außer unsere Hedwig, der reicht es noch nicht, die rennt noch rum wie eine Verrückte. Aber ich glaube, gut schlafen wird sie heute auch. Nur um das mal zu demonstrieren. Hey, ich hol dich. Wir hinken alle schon, aber die hat noch Körner. Ne? Guten Morgen! Unser letzter Tag am Nordkap ist angebrochen. Es kommen Busse am laufenden Band, bringen und holen ganz viele Touristen ab. Es ist wirklich der Wahnsinn, was hier los ist. Es ist wirklich hochfrequentiert, aber ist ja auch kein Wunder bei so einem Platz. Es ist
übelster Nebel. Es ist ein bisschen wie in so einem gruseligen Seefahrerfilm. Richtig dicht. Also wenn ich jetzt hier 10 Meter von unserem Bus mal weggehe, da steht er, dann versinkt der direkt im Nebel. Ist natürlich auch sehr, sehr windig. Wie ihr seht, da hinter mir verschwimmt das Auto. Es ist ein bisschen gefährlich hier auf der Straße bei diesem Nebel rumzulaufen. Genau, also wir hatten echt krasses Wetter hier, muss ich sagen. Es ist unfassbar. Hier hinter mir ist eigentlich die Steilküste. Da sieht man nichts. Da drüben, da ist unser Bus. Sieht man auch nichts von. Das ist echt unfassbar. Aber wir haben es, glaube ich, optimal ausgenutzt. Da hinten kommt schon der nächste Bus. Deswegen fahren wir vermutlich heute weiter, wenn der Nebel sich etwas lichtet. Ja, und ansonsten schauen wir mal, was der Tag heute so bringt. Ich werfe gleich noch ein paar Postkarten ein. Die habe ich wieder bei Insta verloren. 3 Gewinner und 2 Postkarten der Herzen und die schmeiße ich gleich noch ein. Ich habe gestern Abend extra gefragt. Der Briefkasten, der ist nämlich im Gebäude und um da reinzukommen, muss man umgerechnet 32 € Eintritt bezahlen. Und ich habe extra gefragt, ob ich da auch mal kurz rein darf zum Briefkasten, um die Postkarten einzuschmeißen. Das wurde mir zugesichert. Ich hoffe, das klappt. Das mache ich jetzt gleich und dann geht's los. So, wir sind startklar. Das Wetter hat sich wieder eingekriegt. Der Nebel ist weg. Man kann wieder wie gehabt, naja, was heißt wie gehabt? Also wir waren ja nur 3 Tage da, aber man kann wieder gucken. Deswegen nutzen wir jetzt die Gelegenheit und fahren noch zu einer kleinen Wanderung zu so einem Felsentor. Das ist aber nicht verglichen, nichts im Vergleich zu gestern. Gestern waren es ja insgesamt irgendwie knapp 20 oder ein bisschen über 20 Kilometer, hat man auch gemerkt, mir taten ganz schön die Beine weh. Heute geht es wieder, das ist jetzt nur ein kleiner Katzensprung, ich glaube 1 Stunde hin und zurück. Das kriegen wir jetzt auch noch hin und dann müssen wir dringend tanken. Wir fahren nämlich mal wieder auf Reserve und müssen nach Henningswalk zurück, was der Ort ist hier auf der Insel, wo die nächste Tankstelle ist. Gucken, ob wir es schaffen. Wenn nicht, muss der Christian mit dem Fahrrad losdüsen und 5 Liter Diesel holen. Aber ich hoffe doch mal, dass es klappt und dass wir so hinkommen. Schauen wir mal. So, unser letzter Amtsakt hier auf der Insel führt zum Kirkeporten-Aussichtspunkt. Das heißt übersetzt Kirchtor. Und das ist so eine natürliche Felsbrücke. Das ist nochmal eine kleine straffe Wanderung von 1 Stunde hin und zurück. Schwer kann es nicht sein, weil da unten ist ein Reisebus voller nicht in Wandermontur gekleideter Leute, die die Wanderung gemacht haben. Also kann nichts Schlimmes sein. Auf jeden Fall, das ziehen wir uns jetzt noch rein und dann müssen wir uns richtig beeilen, weil um 18 Uhr schließt der Tunnel. Dann kann man erst morgen früh hier wieder weg. Und heute Abend sind sehr gute Nordlichtvorhersagen. Aber hier auf der Insel sehr schlechtes Wetter. Deswegen wollen wir versuchen, heute noch ein Stück nach Osten zu fahren und dort eine Wolkenlücke zu finden. Oh, es geht übelst bergauf. Sorry, ey. Also eine Wolkenlücke zu finden und hoffentlich auch noch mal das Nordlicht zu sehen dieses Jahr. Es lohnt sich doch, sich auch mal umzudrehen. Schaut euch mal diese Aussicht an. Das ist unfassbar. Unfassbar. Das stelle ich mir jetzt bei der Größe des Ortes auch belastend vor, wenn hier ständig irgendwelche Fatzkes rumrennen, so wie wir. Ich zähle alleine schon jetzt hier auf die 20 Häuser 2 große Reisebusse. Und ja, die Einheimischen dann sicherlich auch unter den einen oder anderen Mist, der da so gemacht wird. Müll, Stichwort in die Natur kacken und so weiter, dann leiden. Und dann immer mehr Plätze auch gesperrt werden oder zu Recht auch Frust besteht auf Touristen. Respekt vor den Einheimischen und so weiter sollte eine Grundregel sein beim Reisen. So, jetzt mache ich aber wirklich auf. Wir haben den Berg erklommen.
kurzer, straffer Anstieg, aber jetzt nichts, was nicht machbar wäre. Oh, jetzt muss ich beeilen, bin hier schon vorne weggeprescht. Wahnsinn. Ein riesengroßes. Ich krieg selbst im super Weitwinkel nicht richtig drauf. So groß ist das Ding. Ein Riesenteil. Es ist echt krass, dass das natürlichen Ursprungs ist. Wir hätten euch ja gerne das Kirchtor auch aus der Luft gezeigt, aber ich bin auf die Drohne getreten und habe sie kaputt gemacht dabei. Wenn wir Glück haben, müssen nur die Rotorblätter ausgetauscht werden. Wenn wir Pech haben, ist noch mehr defekt. Ist natürlich jetzt schön zum Kotzen. Wir haben die täglich im Einsatz. Wir dronieren fast alle Orte ab, wo es erlaubt ist, die wir besuchen. Auf dieser Brücke oben drauf, da war es sehr eng und die stand blöderweise genau hinter meinem Fuß. Ich habe es nicht gesehen. Ich stand zuvor auch an einer anderen Stelle. Ich habe es nicht gesehen, dass sie da auf einmal stand und bin da richtig schön drauf gelatscht. Habe mich noch gewundert, was jetzt hier so geknackt hat. Blöderweise war es unsere Drohne. Gibt hier auch erstens keinen Ersatz, zweitens gibt es das ja auch nicht geschenkt, sowas. Oh, ist das eine Scheiße. Wo gehobelt wird, fallen Späne, sagt man ja immer. Aber die Drohne ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil auch unserer Videos. Na, mal schauen. Wir 3 Girls, wir sind schon wieder am Auto. Der Chrissy ist noch verschollen. Irgendwo lost. Im Ärger über den Drohnencrash von mir verursacht. Wenn der sich jetzt nicht blicken lässt, dann kommen wir heute natürlich nicht mehr von der Insel. Da sind sie abgebrochen. Ich muss dann mal gucken, ob wir die Ersatzrotoren mit haben, die wir jetzt hier dran schrauben können. Da fehlt mir jetzt bloß gerade die Zeit. Wir haben es ja eilig. Das mache ich später. Kann ich jetzt eh nicht ändern. Entweder wir haben sie mit oder nicht. So, getankt. Wir haben es geschafft bis zur Tankstelle. Schnell noch Frühstück für morgen eingekauft in der Zwischenzeit. Jetzt haben wir noch genau 30 Minuten Zeit. Dann schließt, hier musst du links. Noch 30 Minuten Zeit, dann schließt der Tunnel. Und dann schaffen wir es hoffentlich noch. Drohne ist repariert. Er ist immer noch pisst, aber zumindest ist die Drohne wieder ganz. Wir haben die Rotatorenblätter getauscht und jetzt ist alles wieder schick. Jetzt machen wir einen Probeflug. Mal gucken, ob sie noch ohne weiteres läuft. Wir fliegen mal in den Wasserfall rein. Ja, ich habe halt die Plaste-Rotatorenblätter abgelatscht. Zum Glück nichts anderes wahrscheinlich. Schauen wir mal, was draus wird, ob es klappt. Ja, das sieht doch gut aus. Christian? Ach, ich bin sehr, sehr froh. Wollen wir uns jetzt wieder vertragen? Danke. Ja.
Wir hoffen, euch hat es gefallen. Falls ja, dann schaltet unbedingt beim nächsten Mal wieder ein und lasst ein Abo da, Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, ob ihr die Wanderung auch gemacht habt, falls ihr schon mal hier wart oder ob es euch reichen würde, zum Globus zu fahren. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.